Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play and Talk Disco Elysium. Am Tag der Aufnahme, heute ist Dienstag, der 17. Mai, 16:19 Uhr. Und jo, zurück sind wir hier. Stehen immer noch beim gesprengten König. Und wir müssen jetzt gucken, wo wir weitermachen. Es ist inzwischen 17:18 Uhr am ersten Tag. Und ja, wir sind halt immer noch nicht wirklich weiter. Ja. Schade, schade, aber ist so. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, zu ihm da nach oben gehen und halt das Konzept annehmen. Also sein Rassistenkonzept, damit der uns eventuell vorbeilässt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das Richtige ist. Ich will mal kurz in den Inventar gucken. Habe ich das jetzt aufgemacht? So, was haben wir denn? Wir haben hier die Tüte, die brauchen wir für die Flaschen. Die Taschenlampe, den Bolzenschneider und die Brechstange. Ja, da werden wir halt... Wir müssen irgendwie die Leiche noch runterkriegen. Ja. Wie? Ihre Thomas-Schule, Postkarte, das Taschentuch des Leutnants. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Okay. The pattern still kind of has an ethnic feel to it, but nothing familiar. Wer bist du? Gone. Was hat diese Tätowierung zu bedeuten? For you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone who knows about history could tell you. Wenn er sich mit Geschichte auskennt. Also vielleicht die alten Buhl-Spieler. Buhle. Ja, ich brauche Geld. Ja, wir können jetzt überlegen, ob wir den Sprung jetzt wagen, wenn ich das Tanktop anziehe. Aber das gibt wahrscheinlich nicht so viel Pluspunkte, dass ich da den Sprung unbeschädigt schaffe. Gucken, ansonsten, da müssen wir am nächsten Tag. Hier die von der Dings. Von der Müllentsorgungsfirma. Die nochmal fragen. We're still waiting for a replacement for the bull you sent sinking. Ich habe aber im Kreisverkehr die Statue von Philipp III. Gesehen. Ah, yes! King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Oh, absolutely.
at the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Wie soll ein wahrer König herrschen? Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Würde er sagen, dass für einen Anführer immer sein Volk an erster Stelle stehen sollte? Mächtige Herrscher, die unerschrocken das tun, was getan werden muss, sind das, was dieses Land braucht. Ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehe. Ja, ich würde sagen, dass für einen Anführer immer sein Volk an erster Stelle stehen sollte. A nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to... Ja, Don't get started on that again. What happened, happened. in seiner Stimme klingt jetzt Überdruss mit. Er hat sich diese Tirade schon viele Male anhören müssen. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. Was war das mit dem Kokain? Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. You can't even take the responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? Fragte er offensichtlich mit Wut im Bauch. That's why the Philippian kings use cocaine. For clarity of vision. To aid in their work. Regnum cocainum. Revachol's finest years. Er wirkt größer als sonst, erfüllt mit Stolz auf die Vergangenheit. Das Regnum Kokainum. Aha. Okay. Of course. Clarity of vision. Awareness. Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court made him administer the dose to his mother when she was in labor. And it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Ja, klar. He's just making excuses for the king's habits, isn't he? Eine derartige Verantwortung erfordert hier und da einen mentalen Schub. Brauche auch immer mal wieder einen. Da scheint mir von Monarchen ein unverantwortliches Verhalten zu sein. Auf Drogen sollte man keine schweren Maschinen bedienen und jetzt recht nicht über Länder herrschen. Danke für die Erläuterung. Ich habe jetzt noch ein paar andere Fragen an Sie. Naja, aber ist ja auch nicht der erste König. Naja, danke für die Erläuterung. Ich habe jetzt noch ein paar andere Fragen an Sie. I'm listening. Reden wir etwas über anderes. Er scheint nicht besonders glücklich darüber zu sein, dass eine Lobpreisung des Wunders der getriebenen Königsherrschaft unterbrochen wurde. Right. Danke für Ihre Zeit. Oh, hier habe ich gar nicht geguckt. Reifenschuhe, die aufs Dach führen, Schneematsch und Regen haben sie fast vollständig fortgewaschen. Ich habe jetzt das Dings hier verpasst. Scheiße. Lebhafte Zirpen und Zwitschern von Schwalben erfüllt die Luft. Ein uralter Springbrunnen, es pumpt kein Wasser mehr, in ihm wächst ein Baum. Großer Fett. Das nehmen. Boys Pfandhaus. Schnelles Geld für noch schnellere Zeiten. Okay. Fingerlose Handschuhe.
Elektrochemie. Schleuse bis Mittwoch 7:15 Uhr außer Betrieb. Und wer bist du? Officers. Ruckelt der schon wieder so. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Wichtigste zuerst. Was tun Sie hier, Mann an der Schleuse? My friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him company and eating his salami. Okay. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami. Very good stuff. Anything I can do for you, officer? Der Mann an der Schleuse pellt die Haut von einer Scheibe Salami und beißt ein ordentliches Stück ab. Ja, wissen Sie, was diesen Schaden verursacht hat? Ich zeige auf die zerstörte Reklametafel im Kanal. I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Revachol. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Wissen Sie, was weiter unten an der Küste ist? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Er überlegt einen Augenblick lang. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Alles klar, bis dann. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. Drück den Hebel hoch. You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then, nothing happens. Lass den Hebel los. A spring brings the lever back to its original position. You still need to close the waterlock to get across the canal. Some other way. Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? A crumpled billboard reading, Samaran butter soaks in the canal. Two ugly lines mar the bright countenance of the blonde boy depicted. The sign billboard has fallen on the waterlock, keeping it open, and thus out of order. 72%. Versuche zu rekonstruieren, was hier geschehen ist. Just some tasteless advertising at the bottom of a canal. No use rubbernecking now. Okay. Das ist samaranische Butter. Ja, Butter. Whatever it is, the boy on the billboard seems very happy about it. Goat milk and butter. The Samaran terrain makes it easier to raise goats than cows, and the local goat farmers produce high-quality meat and dairy staples that add variety to other nations' diets. Oh, Ziegenmilchbutter. It's an acquired taste. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. So.
Dienstag, Montag, also übermorgen. Na gut, gucken wir mal hier, was es da noch gibt. Behälter, die du nicht öffnen kannst, rüste dich mit einer Brechstange aus. Irgendeine Maschine. Könnte es eine antike Registrierkasse sein? Im größten Teil Militärkleidung. Hier und da hängt etwas exzentrische Mode dazwischen. Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Oh ja? Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hjelmdall burning. Okay. The antlers on the hood of the man's cloak and his piercing blue eyes are familiar. Wer ist denn der Typ auf dem T-Shirt? It's the man from Hjelmdall. Walking away from his burning village. Yes. Ich meine, dass ich das wissen soll, dass ich wissen sollte, wer dieser Mann von Hjelmdall ist. Aber ich habe bis vor kurzem mein Gedächtnis verloren und muss dann die grundlegenden Fakten der Realität ändert werden. Prüfen Sie mein Gedächtnis auf. Wer ist nochmal der Mann von Hjelmdall? The man from Hjelmdall is the hero of a series of popular books based on a fictional version of Kotler. Mostly what is nowadays Ada NFD. In fact, most people don't think that man from Hjelmdall ever really existed. But they are wrong. Sind sie also, ja? Hjelmdall isn't a real place. Neither is the man a real man, of course. But both the man and Hjelmdall are an ontological necessity. But hey, it's not worth getting into an argument about. Wow, what? Was? Wollen Sie sagen, dass es den Mann von Hjelmdall wirklich gab? I mean, even if the man from Hjelmdall didn't exist before the adventure novels, the stories have made it so that he has. It's simple, really. Ja, das stimmt. Eigentlich ganz logisch. Okay. Ja, er klingt skeptisch. Kann ich auch verstehen, aber ja. Die Geschichten machen es halt wahr. You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required is a more robust understanding of cause and effect. Besides, I've been to Kotla, though not quite as far north as the Hjelmdall, and watched northern lights travel across the sky. Very unique, energetic tides there. It's for the best, because Hjelmdall is not a real place, and thus he could not have gone there. His theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Interesting. Wie viel wollen Sie denn für das T-Shirt? 2 Real. That's dirt cheap. Können Sie es mir dann nicht einfach kostenlos geben? But why? Weil ich pleite bin, ein Bulle so arm wie eine Kirchenmaus. Wenn ich auf anraten darf, eigentlich fällt mir kein guter Grund ein. Pleite bin, ein ohne Bulle so arm wie eine Kirchenmaus. I sympathize, I do. But this is a for-profit enterprise. Ratschau da, -2 Autorität. Okay. Ich leg das T-Shirt zurück. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. Betrachte die Straßenlaterne. The light pole has been carefully cut
and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. This would make quite a statement in your living room. Wo haben Sie die her? It was brought to me to be altered. Okay. We are not here to investigate the theft of city property. Ihr kommt mir näher, damit der Pfandleiher ihn nicht hört. You have to admit it's rather clever what he's done with it. Wie viel kostet die Straßenlaterne? 700 Real. A bargain, I dare say. Jo, sind Sie verrückt? Dann steht dran jede Straßenecke. Das klingt ziemlich teuer, auch wenn man das Risiko in Betracht zieht, in den Besitz der Laterne zu gelangen. Wir haben nur Klingeln gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war, die Laterne abzusägen. Sind Sie verrückt? Dann steht doch an jeder Straßenecke. The light has undergone 3 transformations, and every transformation, large or small, has a price tag. Er platziert seine Ellbogen auf der Theke und kommt ganz nah an das Glas heran. The light has been removed and rewired. That's 2 transformations. But what about the third? Ich verstehe ja, das Absägen und die Neuverkabelung zum Preis beitragen, aber was kommt noch hinzu? The most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. Er sieht mich an, als ob ich seine Geduld auf die Probe stellen würde. Okay, that checks out. Nichts, was du noch über die Laterne wissen musst. Also ich. Büste eine Frau. Auf der Plakette steht nichts außer Day. Mit Umkleid so deine Filmprojekte vor sich hin. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Inspiziere die Ritter zu Pferde. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Zeige auf die Reihe Ritter zu Pferde. Das ist franco-nigerinische Kavallerie, oder? I used to be very serious about my Franco-Nigerian knights. Er betrachtet die staubigen Figuren im Zwielicht. Ich inspiziere die blauen Uniformen. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Moment. Der sieht aus wie René, der alte Pentanke-Spieler. This is what the loyalists looked like, yes, at first. Then they wised up and got camouflage. Zeige auf die blauen Figur. Was genau sind das für welche? Which ones? Ah, royalist soldiers from the time of the revolution. The uniforms are painted a bit too brightly, I suppose. Ich inspiziere die in Lumpen gekleidete Figuren. This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Zeige auf die Figuren in Lumpen. Sind das überhaupt Soldaten? Wahrscheinlich. Zivil. Bauern. You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Du sollst den Leuten Hoffnung machen, dass selbst wir es schaffen können. Das. Der Kontrast soll ermutigend sein. Die Absicht dahinter. Es war möglich, gegen die Kohorten des Kapitals zu gewinnen. Fragen Sie meinen Freund Garte, dessen Sklave ich deshalb bin. Wünschenswert, nuancierter. Kann ich das nicht kommentieren. Oh, genau. Es ist unmöglich, gegen die Kohorten des Kapitals zu gewinnen. Fragen Sie meinen Freund Garte, dessen Sklave ich deshalb bin. Okay. I don't like either set too much, to be honest. In der Kiste unter dem Tisch findest du eine richtig coole Figur.
Why? What's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say found. Schon wieder. Was ist das? Oh, that's the headless phone rider. Wer? The headless phone rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. Er zeigt auf die geköpfte Figur. Ja, danke. 50 cents. Bargain priced. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. He lost his cap when he lost his head. Perhaps he's looking for the head. Ja, dann nehme ich die doch. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Always carry it with you. Von der Vitrine wegdrehen. The boomboxes on the shelf look well-loved and well-traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um mehr zu sehen. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. Just make sure it works before you buy it. Sind Sie sicher, dass die alle funktionstüchtig sind? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres, even though I don't really like music. Jetzt sieht dein Gesicht. Wer mag denn keine Musik? That's odd. Why doesn't he like music? Sie mögen keine Musik? Was mögen Sie dann? The stuff I record myself, silverware shaking in drawers as motor cars race by, nocturnal animals climbing on the roof, airship rotors, that kind of thing. Maybe you should ditch music as well. Get into these more experimental sounds he's describing. Ja, kann's auch sein lassen. Dieses 8mm Tonbandgerät hier. Is the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. Was mich am meisten interessiert, könnte sich dieses Gerät bei meinen Ermittlungen als nützlich erweisen. If police work means playing tapes, sure, you can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Das war alles. Okay. So, da das Gespräch. Ich kann jetzt noch mit ihm sprechen. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Wir haben ja jetzt auch knapp die halbe Stunde. Und machen dann hier an dieser Stelle weiter das nächste Mal. Weil er scheint sich ja mit Geschichte auszukennen. Vielleicht kann er uns was zu den Tattoos sagen. Und dann brauchen wir hier das Tonbandgerät, um halt unsere die ist leer. Aber wir hatten doch... Ja. Naja, aber das ist ja egal, wir brauchen da für 12 real für. Wir haben noch nicht so, wir haben etwas knapp 8, nicht ganz. Und ja, gut. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch nice. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.